Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr wisst ja sicherlich, dass Ameisen das Vielfache ihres Körpergewichtes tragen können. Ja, man sagt ja dann teilweise immer so, dass eine Ameise ein ganzes Auto tragen kann. Könnt ihr ein ganzes Auto tragen? Ich schon. Und zwar, wenn ich an diesem Seil hier ziehe, dann hebt sich am anderen Ende hinten das ganze Auto. Ja, und das mit meiner eigenen Muskelkraft. Dieses, noch viele andere tolle Sachen gibt es hier im Science Center in Luxemburg zu besichtigen. Ich würde sagen, schauen wir einfach mal an, was es hier so alles gibt. Kommt einfach mal mit. Ja, hallo, du bist der Pitt. Hallo, Grüß dich. freut mich. Wow, was ihr hier so alles habt, das ist ja echt eine Attraktion. Hier ist ja quasi dieses Beispiel, was ich jetzt draußen schon gesehen habe, ne, mit den Gewichten. Ja, Genau, ja. Das ist das, wo man sozusagen auch sieht, dass sozusagen hier, wenn ich das hier mit einem kurzen Hebel habe, boah, das ist ja ganz schön schwer. Ja, und dann dementsprechend hier mit das gleiche Gewicht, auch 1,5 Kilo, hier ist es ja wirklich ein Fliegengewicht. Ne? Also Genau. das ist echt schön veranschaulicht. Ne? Also ich habe es ja nur noch draußen mit dem Auto probiert, das war ja total leicht. Ne? Also Ganz was einfach, man wenn sich die so vorstellen Achse ganz nah an dem Gewicht ist, macht man zwar eine weitere Bewegung, aber dafür ist das Gewicht selber, das man wirklich stemmen muss, ist deutlich geringer. Ja, da kann man sich das Leben einfach machen. Gut, und dann, ich habe ja auch was so mit Gewichten. Ne? Also was wird hier so ein bisschen gezeigt? Also quasi noch eine andere Technik, das könnte man sagen, ist ähnlich wie ein Hebel, nur dass wir da diese schönen Pullis nehmen, Ja. um die Arbeit quasi nicht mehr von schwerem Gewicht zu nehmen, sondern einfach öfter die Bewegung zu machen. Also zum Beispiel hier haben wir eins, das ist dann das Schwierigste, da zieht man immer noch die Hälfte seines eigenen Gewichts, wenn man drauf sitzt. Jetzt natürlich nur des Stuhles. Und hier wäre es ein Viertel und da ein Sechstel des Gewichts. Das hier wird ja dementsprechend leicht sein. Ne? Weil Der wird jetzt sieht man leicht, aber dafür muss man öfter ziehen. Ja. Ja. Ja, klar. Also hier merkt man den Unterschied. Das ist auf jeden Fall schön veranschaulicht. Und hier fällt kein Kind runter, ja? Ja, das genau. ist Wenn Sie sich anschnallen, dann passt das auch. Ja. Okay, wunderbar. Hier gibt es ganz viele Bereiche, die vielleicht eher in der Mechanik noch sind. Zum Beispiel das klassische Newton-Pendel, also die Konservierung vom Impuls. Wenn wir jetzt zwei so Kugeln aufeinander prallen lassen, dann werden auch auf der anderen Seite genau mit der gleichen Geschwindigkeit wieder zwei abfliegen. Und mit drei dann, ja? Genau, also wenn wir... Ich kann es auch gerne mal probieren. Ja, klar. So, also jetzt machen wir 3 Stück. Ja. Perfekt. Jetzt sehen wir ganz gut die Impulserhaltung. Also was ähnliches jetzt hier nebenan, ne? Sind auch was mit Kugeln? Ja, da sehen wir quasi die Schwingungsfrequenz, wenn wir ein längeres oder ein kürzeres Pendel haben. Ja. Da haben wir so einen schönen Effekt, dass das Ganze sich wie eine Schlange verhält, weil die mit dem längeren Seil halt langsamer hin und her schwingen als die mit dem kurzen Seil. Die werden jetzt alle gleichzeitig losgetreten und dann sieht man schön. So, jetzt sind sie alle unterschiedlich. Genau, und dann wird das ein bisschen chaotisch und dann gleicht sich auf einmal wieder aus. Jetzt sind sie schön abwechselnd gleich. Da haben wir kurz das Gefühl, es waren 2 Schlangen und jetzt wird es wieder chaotisch. Okay, ja, langsam pendelt Jetzt sich kommen das wir ein. wieder in die Regelmäßigkeit. Ja. Jetzt sind sie wieder fast gleich getaktet. Ja, ne? die vorne ist Die schummelt da ein bisschen. Die schummeln ein bisschen, ja. Okay, verstehe, ja. Echt interessant. Genau. Ja, gibt es ganz viele ganz schöne Baut ihr das Exponate. alles selber oder gebt ihr das alles in Auftrag immer? Größtenteils, also wir haben eine Tochterfirma, der wir das in Auftrag geben. Also größtenteils sind das von uns selber gebaute Stationen. Hier ist auch ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie zum Beispiel ein Fahrrad sich selber stabilisiert, wenn es schnell dreht. Sobald man es zum Drehen kriegt, ob ich das hinkriege. Vorführeffekt? Ja, ja. Hallo? Heute will er nicht. Vielleicht hat jemand das poliert. Ich habe mir auch das Schwierigste ausgesucht. Vielleicht nehmen wir ein einfaches. Ja, Da weiß ich, da geht es besser. So. Sobald es dreht, stabilisiert es sich von selbst durch die Drehbewegung. Also der Drehimpuls hält dann gerne seine Richtung, in der es dreht. Und, das probiere ich auch mal. Ja, gerne. Immer schön ein bisschen lose lassen, damit es mit der Reibung anfängt zu drehen. Sobald es schnell dreht. Oh. Ja, genau. Ich bin nicht so geschickt, aber sieht super aus. Ich habe das schon öfter versucht. mit Übung geht das alles. Okay, aber dann kommt so ein Schleudereffekt irgendwann, ne? Ja, irgendwann, genau, dann wird es dann doch unstabil. Ja, wenn es schwerer ist, dann hält es noch länger an, bleibt länger stabil. Aber geht dann irgendwann zur Mitte und dann wandert Ja, immer weiter? ja, wandert immer zur Mitte und man sieht, dass er immer stärker ins Schlenken kommt und dann irgendwann
irgendwann war es das dann doch. Wer kommt denn alles zu euch? Wen sind das hier irgendwie mal Familien, Schulklassen oder was kann ich mir so vorstellen? Ja, also von bis. Also vor allem an Wochentagen kommen hauptsächlich Schulklassen, auch mal vielleicht so Kindertagesstätten. Aber am Wochenende und Ferien sind dann schon ganz viele Familien, also quasi von ganz klein bis mit Großvater und Großmutter kommen auch teilweise. Also da ist ein ganz großes Spektrum hier an verschiedenen Besuchern. Was ist der Fokus? Also was ich hier sehe zum Beispiel, ihr habt so ganz viele so Roboter und irgendwie also sehr, sehr viel auch so auf Technik so ein bisschen aufgebaut. Ne? Also habt ihr so speziellen Fokus? Also ich würde sagen, wir versuchen schon ein bisschen alles im Fokus zu haben, aber ja genau, also hauptsächlich eben die Wissenschaft und auch aber neuere Technologien. Und deswegen haben wir auch ein bisschen mit Robotern und auch künstlicher Intelligenz ein bisschen in die Richtung auch versuchen wir ein bisschen was zu zeigen, was ja, ein bisschen modernere Exponate sind. Aber es gibt auch ganz viele Klassiker hier. Also ich meine, so ein Newton-Pendel, das findet man, glaube ich, in ganz vielen Wissenschaftszentren. Ja, das auch mal ist angenehm, ja. Oh, was habt ihr denn hier? Ein Kicker? Aber da fehlen ja ein paar Spielfiguren, ne? Ja, genau. Das ist der Tischfußball gegen den Roboter. Ja? Weil der Roboter so gut ist, dann haben wir gedacht, einer reicht. Also wir haben uns selber 3 Figuren, aber der Roboter hat eine. Er hat auch ein bisschen größeren Bereich, in dem der schießen kann. Also wenn du auf Start drückst, müsstest du sehen. Vielleicht mal Stopp, Start, ja genau. Ist der gleich. Oh ja. Ja, gleich abgewehrt. Talentiert. Oh ja, angetäuscht. Schön. Ah, wow! Was ist denn das hier? Ja, hier freut sich hier gerade? Ja, genau, der freut sich, dass mal endlich jemand kommt, um gegen ihn zu spielen. Das ist ja, unser Champion im Tic-Tac-Toe, ein Roboter mit seiner Kamera. Da sieht er, was du da, wo du das Kreuz hinlegst. Dann versuch mal gegen ihn zu spielen. Ja. Zack. Menschliche Intelligenz gegen die Roboterintelligenz. Oh, da habe ich verloren. Oh. Da habe ich ein Problem. Da habe ich ein Problem. Okay. Dann. Well played. Oh, da war er schnell. Ja, kannst es nicht abwarten. Er kann nicht abwarten zu gewinnen. Ja. Ah, doch, noch nicht so einfach das Spiel. Gut, dann übe ich noch mal ein bisschen. Ja, genau, vielleicht besser. Ja, aber hat Spaß gemacht. Zweiter Platz. Mein Er hat nicht verstanden, dass er eigentlich gewonnen hat. Was macht er denn jetzt? Oh, er verneigt sich einmal. Ja, danke. Ja? Schön die Linien seht. Das ist einfach nur Sand jetzt, ne? Das ist einfach nur weißer Sand, der mit Projektor bestrahlt wird. Okay. Und kann sogar hier regnen lassen. Da sehen wir, wie sich der kleine Bergsee hier füllt. Vielleicht kann man auch noch versuchen, hier einen kleinen Fluss zu machen. Dann sollte das Wasser auch runterlaufen. Okay. Woran erkennt das? Bewegungssensoren oder Wärmesensoren? Oder? Einfach ein Infrarotsensor, der misst, wie hoch der Sand an der Stelle ist. Und dann kann der PC so, also jetzt ein bisschen höher mit der Hand. So? Ja, genau. Ah, ja, okay. Jetzt läuft das Wasser. Also jetzt kann ich hier wieder so ein bisschen zumachen. Ja, dann sollte es auch da bleiben. So, und dann mache ich jetzt hier wieder ein bisschen höher. Nicht mit dem Schatten, genau, mit der Hand selbst. Ja. Ah, okay. Jetzt. Ja. So, jetzt füllt sich das ein bisschen. Also aber, okay, immer so ein bisschen wippen. Jetzt lasse ich das Wasser wieder abfließen. Ja, ein bisschen tiefer, ja. Ja. Ah, ein bisschen. Man merkt schon ein bisschen geübt. Sehr schön. Schön anfassen. Da ist auch dann ein kleiner Strom, der durch den Körper geht, also durch meine Hand in den Boden. Ach, wenn du willst, kann man das auch mal ausprobieren. Geht's auch mit beiden Händen? Geht auch mit beiden Händen. Ah ja, okay. Tatsächlich, es kribbelt jetzt richtig. Je nach Leitfähigkeit von den Körpern kann man auch ein ganz schönes Experiment machen, aber wenn du Lust da hast. Wenn einer die Kugel anfasst und der andere daneben steht und sie nicht anfasst und wir berühren uns nur mit einem ganz kleinen Stück, Achtung, ein bisschen länger. Hörst du das? Ein bisschen grau. Oh ja. Da kommt der Strom zwischen uns, durch meine Füße auch. Also das ja, schön, also schön groß alles. Ne? Das wirkt auch so sieht immer so gefährlich aus. Man denkt, so kriegt gleich einen Stromschlag oder sowas halt. Ja, es ist ein kontinuierlicher Strom, der durchgeht, aber natürlich in einer Menge, die nicht gefährlich sein wird.
Vielen Dank, dass du mich hier rumgeführt hast und das Ganze gezeigt hast. Also ihr habt echt schöne Sachen, also mir gefällt das echt sehr gut hier. Jetzt ist es aber so, nicht der Hauptgrund, warum ich jetzt hier bin. Ich wurde beauftragt, hier eine Ameisenanlage aufzubauen und wir waren dementsprechend fleißig, haben schon auch bei uns jetzt hier in Berlin dementsprechend die ganzen Becken und so weiter vorbereitet, das Ganze hier angeliefert und ja, jetzt werde ich die Tiere einfach mal einsetzen und ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Ja, und hier steht die Anlage. Ja, jetzt sind wir soweit mit den Einrichten fertig. Wir haben jetzt hier überall den ganzen Bodengrund schon mal platziert. Dann das Übliche, dass hier oben natürlich der ganze Ölfilm mit angebracht wird. Und das haben wir natürlich jetzt überall bei den ganzen Becken jetzt hier angebracht. Bei der Schiebetür ist ebenfalls das Öl nochmal platziert, sodass die Tiere natürlich nicht rauskommen, wenn ich die Tiere dann auch versorgen möchte. Was natürlich jetzt fehlt, wäre jetzt hier noch ein bisschen Bodengrund und hier, weil die Idee ist nämlich jetzt hier von dem Betreiber, dass die Tiere jetzt über so eine Liane jetzt hier laufen sollen. Oder genau genommen, das ist jetzt so eine Weinrebe und das Ganze wurde jetzt hier unten erstmal so festgeklebt. Das wird jetzt bis morgen dauern. Das heißt, muss jetzt einen Tag erstmal trocknen, dann kommt hier nochmal Sand rein. Und letztendlich kann man dann nachher sehen, dass hier dann die Blätter, die wir dann mit reingeben, geschnitten werden. Und dann laufen die Tiere hier über diese Liane mit rüber, gehen dann in dieses Becken hier mit rein. Und von da, seht ihr so eine kleine Öffnung, geht das Ganze nach unten. Das wird hier nochmal so mit abgedeckt. Dann krabbeln die Tiere runter. Hier ist so ein Zwischennest, eventuell können Sie das nehmen. Aber ich würde jetzt das hier als Nestkammer nehmen. Hier kommen die Tiere mit dem Pilz als erstes rein. Von hier aus können Sie sich austoben, können dann eventuell diese Kammer nochmal als zweite Pilzkammer nehmen. Die letzte Kammer, das wäre dann die Abfallkammer. Ja, würde ich sagen, dann fange ich jetzt mal an, die Tiere hier einzusetzen. Da haben wir die kleinen Krabbler. Das ist eine Acromimix octospinosus. Ja, und die ist jetzt erstmal in dieser Box drin. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt erstmal die Blätter vielleicht in eine Futterkammer reinpacken. So, hier sind erstmal die Blätter drin. Schauen wir uns mal den Pilz hier an. Ein paar Blätter mache ich hier rein, dann haben Sie gleich ein bisschen Startmaterial und jetzt geht das große Krabbeln los. So. Ich werde jetzt am Anfang erstmal diese Dose, ich kann es auch so anheben, also hier sieht man den Pilz mit den ganzen Arbeit darin. Ich lasse das jetzt erstmal noch drüber, das heißt, die Tiere sollen sich jetzt erstmal einleben. Das ist so wie so ein kleines Mikroklima. Das heißt, die Tiere werden jetzt ein bisschen mit Sand, Lehm unten das Ganze ein bisschen zubauen, damit der Pilz jetzt erstmal geschützt ist. Und später, wir warten jetzt einfach nochmal 1-2 Wochen, dann nehmen wir die ganze Kappe raus und dann kann der Pilz hier auch wirklich frei wachsen. Ja, ich bin jetzt hier mit dem Aufbau der Anlage soweit fertig geworden. Ja, also ich habe ja schon so ein bisschen erklärt, ich mache das jetzt gerne hier nochmal ein bisschen. Das wird so die Abfallkammer später sein, wo sie den Müll hinbringen. Jetzt ist es zurzeit so, dass die Ameisen ja jetzt hier ihren Pilz haben und man sieht auch ein bisschen, dass die temporär jetzt erstmal den Abfall an der Seite so platziert haben und die bauen hier auch das Nest erstmal so ein bisschen ein, um natürlich dieses Nest vor dass die Feuchtigkeit entweicht oder auch die Temperatur ein bisschen so zu halten, bauen die jetzt erstmal so ein. Dazu nehmen sie jetzt hier unseren Regenwaldboden, das ist eine Sand-Lehm-Mischung mit Torffasern, die auch die Feuchtigkeit gut speichern. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das noch, dass ich ein bisschen Abfall schon mal rüberbringe, dass die Tiere sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass da hinten dann die Abfallkammer sein soll. Das, denke ich mal, wird dann später diese zweite Pilzkammer. Sie haben natürlich auch noch die Möglichkeit zu erweitern, also auch in diese Kammer. Diese Kammer dient jetzt erstmal einfach nur so temporär, um einmal hier ein bisschen sich mit Wasser zu versorgen, falls die doch ein bisschen Feuchtigkeit benötigen. Dazu nehmen die ja auch manchmal ein paar Steine oder so ein bisschen anderes oder auch die Fasern, befeuchten sie, bringen sie zum Pilz. Sie laufen dann hier in dem Fall runter, aber natürlich auch dann hoch, um dann später in die Futterkammer zu kommen. Ja, hier ist dieser eine Steg, der jetzt bis nach oben geht. Da kommen die hier oben aus dieser Öffnung heraus. Ja, man sieht dann auch, wie die ersten Tiere dann jetzt hier auch schon jetzt hier so rauslaufen. Dann geht das Ganze in diese Arena und die ist jetzt offen. Ne? Also das Ganze als Besucher habe ich hier die Möglichkeit, theoretisch jetzt hier reinzugreifen, aber wir hoffen natürlich, dass wir eine kleine Beschilderung nochmal ranmachen, dass da jetzt nicht jeder irgendwie dran rumfummelt. Ne? Aber man hat hier direkt Kontakt hier auch mit den Ameisen. Sieht super interessant aus, wie die dann auch hier so lang laufen. Also die haben schon viel erkundet und dann geht das Ganze hier rüber. Die haben jetzt keinen Kontakt, also die fallen jetzt auch nicht runter. Das Ganze ist ja auch wieder so eingerahmt, auch wieder offen. Die Tiere gehen dann hier raus. Und dann sieht man hier, wie die Tiere dann durch diese Durchgänge in die Futterkammer gehen. Ja, da haben wir jetzt erstmal ein paar Blätter hingestellt. Die Idee ist dann später noch eine Vase hinzustellen, dass wir auch wirklich diese großen Brombeeräste dann hier haben. Und der Zugang ist dann hier über diese Schiebetür.
Ich kann dann hier dann die Blätter austauschen, alte Blätter rausnehmen, frische hinzufügen und ja, das war das Ganze. Die Idee von dem Auftraggeber ist hier noch, natürlich ein bisschen Technik mit reinzubringen. Ja, das ist aber jetzt nicht unser Part. Die Idee ist zum Beispiel jetzt hier eine Kamera nochmal zu platzieren, um natürlich auch die Nähe nochmal zu zeigen, wenn die Ameisen hier langlaufen. Das Ganze wird dann oben auf so einem Monitor nochmal projiziert und dann gab es noch so Ideen, vielleicht so einen Counter anzubringen, um zum Beispiel die Ameisen, die hier durch diese Röhre durchgehen, vielleicht zu zählen, dass man dann immer täglich vielleicht einfach mal zählt, welche Menge an Ameisen jetzt hier durchgehen. Und ja, hier ist auch noch Platz. Mal sehen, was hier noch alles dazu kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr hier wieder dabei wart, euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, es war interessant für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen.